Der Einfluss von Hobbys auf die Persönlichkeitsentwicklung. Freizeit als Lernchance? Guten Tag zu unserem dritten Prüfungsteil auf C1-Niveau. Ich bin Herr Schubert und lade Sie beide, Herr Felix und Frau Caroline, ein, über das Thema Der Einfluss von Hobbys auf die Persönlichkeitsentwicklung. Freizeit als Lernchance zu diskutieren. Denken Sie sich, Sie beraten Kinder und Jugendliche bei der Wahl ihrer Hobbys. Herr Felix, möchten Sie bitte anfangen? Sehr gern. Ich bin der Auffassung, dass Hobbys viel mehr sind als bloße Freizeitbeschäftigung. Meiner Meinung nach eröffnen sie Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Stärken zu entdecken und sich abseits des Schulalltags zu entfalten. Man kann argumentieren, dass sowohl Sportarten als auch kreative Aktivitäten ein echtes Lernfeld bieten, in dem Selbstvertrauen und Ausdauer wachsen können. Ich habe persönlich beim Theaterspielen gemerkt, wie sehr ich an Sicherheit im Auftreten gewonnen habe. Das klingt sehr nachvollziehbar, Felix. Einer der Hauptgründe dafür, dass Hobbys so wertvoll sind, liegt in der intrinsischen Motivation. Wer ein Hobby aus Freude ausübt, ist in der Regel bereit, viel Energie reinzustecken. Ich denke, dass Kinder, die beispielsweise im Sportverein lernen, wie wichtig Teamgeist und Fairplay sind, diese Werte auch in anderen Lebensbereichen anwenden können. Der Lerneffekt ist damit oft nachhaltiger als bei reinem Schulunterricht. Absolut, das unterschreibe ich sofort. Es lässt sich nicht leugnen, dass Menschen in ihren Hobbys oft Fähigkeiten entwickeln, die ihnen später auch in Ausbildung oder Beruf zugutekommen. Sei es Durchhaltevermögen beim regelmäßigen Training, Kreativität beim Musizieren oder Problemlösungskompetenz beim Programmieren. Andererseits darf man nicht vergessen, dass Hobbys nicht zu einem neuen Leistungsdruck werden sollten, bei dem der Spaß auf der Strecke bleibt. Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich kenne einige Fälle, in denen Eltern ihre Kinder extrem pushen, etwa im Instrumentalunterricht oder im Leistungssport. Es ist offensichtlich, dass das schnell zum Gegenteil des Erwünschten führt, weil das Kind die Freude verliert. Man könnte argumentieren, dass es gerade die Freiwilligkeit ist, die ein Hobby so attraktiv macht und die Persönlichkeitsentwicklung befördert. Da muss ich kurz einhaken. Kinder sollten tatsächlich mehrere Optionen ausprobieren dürfen, bevor sie sich festlegen. Ich bin geneigt zu glauben, dass diese Vielfalt an Erfahrungen ihnen zeigt, was ihnen wirklich liegt und wo sie sich entfalten können. Gleichzeitig spricht nichts dagegen, irgendwann eine Sache intensiver zu verfolgen, vorausgesetzt, die Motivation kommt von innen. Ganz genau. Ich bin überzeugt, dass sowohl Breite als auch Tiefe eine Rolle spielen. Wer sich in einem Verein länger engagiert, lernt beispielsweise Verantwortung zu übernehmen, vielleicht eine Co-Trainerrolle zu übernehmen oder Wettkämpfe zu organisieren. Das sind Kompetenzen, die jungen Menschen sehr weiterhelfen. Nichtsdestotrotz kann eine gewisse Vielfalt an Hobbys den Horizont erweitern und die Flexibilität fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hobbys enorm positive Effekte auf die Persönlichkeitsentwicklung haben, solange sie frei gewählt und nicht erzwungen werden. Nach Abwägung aller Argumente bieten Sport, Kunst oder ehrenamtliches Engagement nicht nur Spaß und Abwechslung, sondern vermitteln auch wichtige soziale und emotionale Fähigkeiten. Alles in allem zeigt sich, dass Kinder und Jugendliche, die sich engagiert ihren Interessen widmen dürfen, selbstbewusster und ausgeglichener werden können. Ich würde sogar behaupten, dass Hobbys oft unterschätzt werden, obwohl sie ein entscheidender Baustein für die Entwicklung eines jungen Menschen sind. Wenn man sie klug auswählt, sind sie wahrlich eine Lernchance fürs Leben. Vielen Dank, Felix und Caroline, für Ihre ausführliche Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Hobbys auf die Persönlichkeitsentwicklung. Sie haben anschaulich dargelegt, warum freie Freizeitgestaltung gepaart mit intrinsischer Motivation so wertvoll ist. Damit endet unser dritter Prüfungsteil. Die Zukunft der Arbeit. Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.
Guten Tag und herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung auf C1-Niveau. Mein Name ist Herr Richter und ich leite heute unsere Diskussion. Unser Thema lautet die Zukunft der Arbeit, Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Stellen Sie sich bitte vor, Sie seien beide Mitglieder eines zukunftsorientierten Thinktanks, der sich mit den Veränderungen des Arbeitsmarktes auseinandersetzt. Frau Braun, würden Sie bitte beginnen? Guten Tag, Herr Richter. Mein Name ist Anna Braun und ich arbeite seit mehreren Jahren als Personalentwicklerin in einem internationalen Konzern. Ohne Umschweife möchte ich anmerken, dass die Digitalisierung den Arbeitsmarkt in rasantem Tempo umgestaltet. Unzweifelhaft eröffnen sich dadurch zahlreiche Chancen, wie etwa flexible Arbeitsmodelle und die Möglichkeit, ortsunabhängig tätig zu sein. Nicht zu übersehen ist jedoch auch, dass diese Entwicklung tiefgreifende strukturelle Veränderungen mit sich bringt, die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer herausfordern. Guten Tag allerseits. Ich bin Michael König, freiberuflicher IT-Berater und Experte für digitale Transformation. Mit Fug und Recht sehe ich in der Digitalisierung einen der entscheidenden Treiber für die Zukunft der Arbeit. Man muss sagen, dass neue Technologien nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch innovative Arbeitskonzepte ermöglichen. Gleichzeitig müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die zunehmende Automatisierung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz auch Risiken bergen, wie etwa den Wegfall traditioneller Berufsbilder und eine mögliche Polarisierung des Arbeitsmarktes. Ganz richtig, Michael. Zweifellos ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite stehen uns unbestreitbare Vorteile, wie die Verbesserung der Work-Life-Balance durch Homeoffice und flexible Arbeitszeiten zur Verfügung. Auf der anderen Seite stellen sich Fragen nach der Arbeitsplatzsicherheit und der kontinuierlichen Weiterbildung, die in diesem digitalen Zeitalter unerlässlich sind. Nicht zuletzt müssen Unternehmen verstärkt in die Förderung digitaler Kompetenzen investieren, um mit der rasanten Entwicklung Schritt zu halten. Da haben Sie völlig recht, Anna. Ohne Zweifel ist lebenslanges Lernen zu einem zentralen Bestandteil der modernen Arbeitswelt geworden. In Anbetracht dessen müssen staatliche Institutionen und private Unternehmen Hand in Hand arbeiten, um adäquate Bildungs- und Förderprogramme zu entwickeln. Ganz ohne Zweifel gilt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Nicht zu verkennen ist dabei, dass der technologische Fortschritt unweigerlich auch soziale Herausforderungen mit sich bringt, wie etwa eine wachsende Kluft zwischen digital versierten und weniger technikaffinen Arbeitskräften. Exakt, Michael. Man könnte sagen, dass die Zukunft der Arbeit in der Balance zwischen technologischem Fortschritt und sozialer Verantwortung liegt. Offen gestanden bedarf es hier einer strategischen Weichenstellung, bei der auch ethische und rechtliche Aspekte berücksichtigt werden. Letztlich sollten wir uns fragen, wie wir den digitalen Wandel so gestalten können, dass er allen Menschen zugutekommt und nicht nur einer kleinen Elite. Ganz genau, Anna. Nicht zu übersehen ist, dass die Digitalisierung nicht nur den Arbeitsmarkt revolutioniert, sondern auch neue Formen der Zusammenarbeit fördert, beispielsweise durch virtuelle Teams und globale Projektarbeit. Andererseits darf man die Herausforderungen, die mit der digitalen Kommunikation einhergehen, nicht unterschätzen. Es gilt, Missverständnisse zu vermeiden und klare Kommunikationsstrukturen zu etablieren, um den reibungslosen Ablauf in internationalen Teams zu gewährleisten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, Michael. Unbestritten erfordert die digitale Arbeitswelt auch eine hohe emotionale Intelligenz und interkulturelle Kompetenz, um Konflikte vorzubeugen und Synergien zu nutzen. Im Klartext heißt das, dass neben der fachlichen Qualifikation auch Soft Skills einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Kurzum, die Zukunft der Arbeit ist multidimensional und verlangt nach einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl technologische als auch zwischenmenschliche Aspekte berücksichtigt. Absolut, Anna.
Alles in allem stehen wir vor einem Paradigmenwechsel, der die Arbeitswelt von Grund auf neu definiert. Mit Blick auf die Zukunft ist es unerlässlich, flexibel zu bleiben und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Nicht zuletzt muss auch die Politik Rahmenbedingungen schaffen, die einen fairen Übergang in die digitale Arbeitswelt ermöglichen. Schlussendlich ist es eine gemeinsame Aufgabe von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, die Potenziale der Digitalisierung voll auszuschöpfen, ohne die soziale Komponente aus den Augen zu verlieren. Ganz richtig, Michael. In der Summe zeigt sich, dass die Digitalisierung nicht nur Chancen eröffnet, sondern auch Herausforderungen mit sich bringt, die wir nur im Kollektiv meistern können. Offen gesagt liegt es an uns, diesen Wandel aktiv zu gestalten und die Arbeitswelt von morgen nachhaltig und sozialverträglich zu formen. Vielen Dank, Frau Braun und Herr König, für diesen differenzierten und anregenden Austausch über die Zukunft der Arbeit. Ohne Frage haben Sie eindrucksvoll die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung herausgearbeitet. Abschließend möchte ich betonen, dass Ihre Diskussion nicht nur die technische und ökonomische Seite beleuchtet hat, sondern auch den Blick für die sozialen Implikationen geschärft hat. Kommen wir nun, ohne weitere Umschweife, zum nächsten Thema.